Alles beginnt mit einer Idee. Doch wie wird aus einer Idee Wirklichkeit? Ein 3D-Drucker ist genau das Werkzeug, wenn es darum geht, eure Konzepte und Visionen Realität werden zu lassen. Dieses Video verschafft euch einen kleinen Einblick in die Welt des 3D-Drucks und bietet eine Bibliothek, auf der ihr zu jedem Abschnitt weiterführende und vertiefende Informationen finden könnt. Bevor es mit dem Drucken losgeht, brauchen wir ein 3D-Modell. Dieses besteht aus einem sogenannten Mesh, einem Netz aus Punkten, Linien und den daraus entstehenden Flächen. Die Punkte, genannt Vertices, sind die Eckpunkte des Modells und bestimmen dessen Form. Die Flächen, auch Faces genannt, die durch die Verbindungen der Vertices entstehen, bilden die sichtbare Oberfläche des Modells und können so alle möglichen Formen und Strukturen in variierender Komplexität annehmen. Und wie genau kommen wir jetzt an ein 3D-Modell? Es gibt viele gute Quellen, um interessante 3D-Modelle zu finden. Online-Marktplätze, Communities und Foren bieten zahlreichen Designern die Möglichkeit, ihre Arbeit zu präsentieren, zu verkaufen und den kreativen Austausch zu fördern. Was das 3D-Drucken jedoch besonders spannend macht, ist die Möglichkeit, eigene maßgeschneiderte Modelle zu erstellen. Nachdem das 3D-Modell erstellt oder heruntergeladen wurde, importieren wir es in den Slicer. Ein spezialisiertes Software-Tool, das unser Modell für den 3D-Druck vorbereitet. Der Slicer zerlegt das Modell in einzelne Schichten und legt wichtige Druckparameter fest. Hier wird entschieden, wie dick die Schichten sein sollen, mit welcher Geschwindigkeit gedruckt wird und welche Füllstruktur zum Einsatz kommt. Eine feinere Schichthöhe erhöht den Detailgrad und ermöglicht präzisere Drucke, während eine gröbere Schichthöhe die Druckzeit verkürzt. Ein weiterer entscheidender Parameter ist die Anzahl der Wände des Objekts. Eine höhere Anzahl an Wänden bietet zusätzliche Stabilität und Robustheit, was besonders bei funktionalen Bauteilen von großer Bedeutung ist. In der Regel werden gedruckte Objekte nicht vollständig mit Material ausgefüllt, sondern mit einer Füllstruktur versehen, um Material zu sparen. Es gibt viele verschiedene Strukturen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Jede Strukturvariante kann die Festigkeit, das Gewicht und den Materialverbrauch des gedruckten Objekts beeinflussen. Nicht zu vergessen sind die Stützstrukturen, die bei überhängenden Elementen von Modellen mitgedruckt werden müssen. Die Stützen sichern die Stabilität und verhindern, dass Teile des Modells in der Luft hängen und fehlerhaft gedruckt werden. Nach Abschluss des Drucks müssen die Stützstrukturen manuell entfernt werden, was je nach Modell und Material etwas Geschick und Zeit erfordern kann. Nachdem alle Einstellungen festgelegt sind, erstellt der Slicer den sogenannten G-Code, eine Reihe von Anweisungen, die der Drucker nutzt, um das Objekt Schicht für Schicht aufzubauen. Der G-Code ist die Programmiersprache, die der Drucker versteht. Sie enthält alle notwendigen Informationen, von den Bewegungen des Druckkopfes bis zur genauen Menge des extrudierten Materials. Ein FDM-3D-Drucker arbeitet im dreidimensionalen Raum, definiert durch die Achsen X, Y und Z. Bei diesem Druckertyp bewegt sich der Druckkopf entlang der X- und Z-Achse, während das Druckbett die Bewegung entlang der Y-Achse übernimmt. Der Druckkopf ist quasi das Herz des Druckers und besteht aus dem Hotend, der Nozzle und dem Bauteilkühler. Das Hotend erhitzt das Filament, bis es schmilzt, sodass es durch die Nozzle präzise aufgetragen wird. Der Bauteilkühler sorgt dafür, dass das frisch gedruckte Material schnell abkühlt. Der Extruder schiebt das Filament kontinuierlich ins Hotend und steuert so die Materialzufuhr. Auf dem Druckbett befindet sich die Druckplatte, die als Bauplattform dient. Sie bietet eine ebene und stabile Oberfläche, auf der das Objekt Schicht für Schicht aufgebaut wird. Das Druckbett ist beheizt, damit das Material gut haftet und sich während des Druckens nicht verzieht. Eine konstante Temperatur verhindert das sogenannte Warping und verbessert so die Haftung der ersten Schicht. Je nach Anforderungen besteht die Druckplatte aus einer texturierten oder glatten PEI-Beschichtung, Glas oder anderen besonderen Oberflächen. Die Zukunft des 3D-Druckens wird nutzerfreundlicher und innovativer, da immer mehr Einstellungen automatisiert werden. Komplexe Prozesse wie die Druckbettnivellierung, aktive Flusskontrolle oder Vibrationskompensation erfolgen nun automatisch und erleichtern den Druckprozess erheblich. 3D-Drucken eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, um Ideen greifbar zu machen und Projekte praktisch umzusetzen. Ob an der Hochschule für Studienprojekte oder privat für eigene Experimente. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, selbst damit zu beginnen und herauszufinden, wie 3D-Druck eure Ideen in die Realität umsetzen kann.